Hast du Lust auf eine Kriminalgeschichte? Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und ich habe mal wieder etwas ganz Besonderes für dich. Und zwar zeige ich dir, wie du in nur 30 Tagen dein Deutsch verbesserst und jede Menge Spaß dabei hast. Du weißt bestimmt, dass ich seit längerer Zeit Romane für Deutschlerner schreibe und ganze Kurse mit Videos, Audios, Grammatik und Wortschatzübungen daraus mache. Warum mache ich das? Weil man eine Sprache schneller lernt, wenn man viel liest und viel hört. Das ist das Prinzip des Inputs, in der Wissenschaft auch Input-Methode genannt. So habe ich damals Spanisch gelernt und im Prinzip auch Englisch und ich hatte jede Menge Spaß dabei. Aber warum lernt man mit Romanen viel schneller? Eigentlich logisch, denn ein Roman hat sehr viel Text, viel mehr als irgendein Lehrbuch, und dadurch hat man automatisch mehr Input als mit einem kurzen Text. Der Wortschatz, grammatische Strukturen oder Redewendungen wiederholen sich in einem Roman sehr oft, und durch Wiederholungen lernen wir einfach besser. Und natürlich mit Emotionen, und die wirst du in meinem neuesten Kriminalroman auf jeden Fall haben. Es wird total spannend. Übrigens, auch Kinder lernen ihre Muttersprache durch Input. Sie hören die Sprache jeden Tag und das sind extrem viele Wiederholungen. Die Input-Hypothese ist eine Theorie aus der Wissenschaft, die ich damals im Germanistikstudium gelernt habe. Ich sage das also nicht einfach nur so, dass viel Lesen und Hören viel hilft. Es ist tatsächlich so und du weißt das bestimmt auch. Ja, und daher will ich dir heute voller Stolz mitteilen, dass mein 6. Romankurs endlich erhältlich ist, mit 30 Kapiteln in vereinfachtem Deutsch auf B2 C1 Niveau. Es geht um die 2 bulgarischen Austauschstudenten Anton und Vanja, die neben ihrem Studium ein Semester lang in der Europäischen Zentralbank in Frankfurt arbeiten und in einen ziemlich großen Skandal geraten. Es ist aber nicht nur ein Roman zum Lesen, sondern ich habe einen kompletten Deutschkurs mit 30 Lektionen daraus gemacht. Damit bringst du in nur 30 Tagen dein Deutsch auf das nächste Niveau. Jede Lektion besteht aus einem Video des Kapitels mit Untertiteln, schwierige Wörter werden im Text erklärt und es gibt über 150 interaktive Übungsaufgaben zum Inhalt, dem Wortschatz und natürlich zur Grammatik. Denn seid ihr ohne Grammatik wirklich in der Linkster Academy? Es gibt aber noch mehr. In den Bonuslektionen lernst du jede Menge über die Stadt Frankfurt am Main, die Welt der Finanzen, das Leben am Campus und das Leben in Deutschland allgemein. Heute möchte ich dir das erste Kapitel vorstellen, denn die Geschichte der beiden Zwillingsbrüder ist nicht nur sehr spannend, sondern auch informativ und ganz bestimmt unterhaltsam. Aber jetzt lehn dich zurück und genieße die erste Lektion. Über den Link unter diesem Video kommst du kostenlos zur ersten Lektion und kannst die Übungen machen. In den kommenden Tagen stelle ich dir noch weitere Lektionen vor. Und wenn dir der Kurs gefällt und die Geschichte dich packt, dann bekommst du den brandneuen Romankurs wieder zum Freundschaftspreis. Aber nur für kurze Zeit. Also, bist du bereit? Dann geht's los. Viel Spaß! Kapitel 1 Abenteuer in Frankfurt. »Hast du mal einen Euro?« hörte Anton eine verrauchte Männerstimme sagen, als er am Gleis des Frankfurter Hauptbahnhofs entlang lief. »Nein«, antwortete Anton ihm kühl und lief weiter. Sein Bruder Vanja, der neben ihm lief, drehte sich zu dem Mann um und warf ihm einen verlegenen Blick zu. »Warum so streng, Anton?« fragte er seinen Bruder, der mit ernster Miene und schnellen Schritten Richtung Ausgang lief. »Er kauft sich doch ohnehin nur Alkohol, das werde ich bestimmt nicht unterstützen.« Anton holte sein Handy aus der Hosentasche und schaute auf seine Uhr. »Lass uns ein Taxi zur Wohnung nehmen. Mit dem Bus dauert die Fahrt zu lang.« Die beiden Zwillingsbrüder Anton und Vanja waren mit dem Flugzeug aus der bulgarischen Hauptstadt Sofia angereist und hatten die S-Bahn zum Hauptbahnhof genommen. Die 2 Bulgaren waren als Austauschstudenten nach Frankfurt gekommen.
Anton studierte Wirtschaftswissenschaften und sein Bruder Informatik. Beide standen kurz vor dem Abschluss ihres Masterstudiums und hatten das Glück gehabt, eine Stelle als Werkstudenten bei der Europäischen Zentralbank zu ergattern. Parallel würden sie ein Semester an der renommierten Goethe-Universität in Frankfurt studieren. Als sie das Gebäude des Frankfurter Hauptbahnhofs verließen, begrüßte sie ein kühler Herbstwind. Ihr erster Eindruck der Stadt war von gemischten Gefühlen geprägt, denn Frankfurt ist eine Stadt der Gegensätze. Auf der einen Seite war das Finanzzentrum mit seinen beeindruckenden Wolkenkratzern und wohlhabenden Geschäftsleuten. Auf der anderen Seite sah man viele soziale Probleme und Menschen, die im Leben nicht so viel Glück hatten. Das machte die Stadt zu einem Ort, an dem verschiedene Realitäten aufeinanderprallten. »Sind Sie frei?« fragte Anton einen Taxifahrer, der vor dem Bahnhof stand. »Ja, wohin möchten Sie?« fragte der Fahrer freundlich. »In die Friedrichstraße 24«, entgegnete Vanja, während er die Tür des Taxis öffnete. »Das ist nicht weit von hier, das sind nur ein paar Straßen.« Der Taxifahrer schaute angesichts der kurzen Fahrt etwas mürrisch und verstaute die Koffer der Austauschstudenten wortlos im Kofferraum, ehe er losfuhr. Anton und Vanja hatten eine kleine Wohnung im Frankfurter Westend gemietet, in dem auch der Campus der Goethe-Universität lag. Zwar war die Miete ziemlich hoch, aber sie konnten zu Fuß zur Uni gehen, und das war ihnen jeden Cent wert. Die Fahrt führte sie an dem berühmten Main Tower und der alten Oper vorbei. Staunend schauten die beiden aus dem Fenster, und Vanja machte einige Fotos mit seinem Smartphone. Nach wenigen Minuten waren sie vor ihrem neuen Zuhause angekommen. Es war eine kleine, aber gemütliche Altbauwohnung im 4. Stock. Da es keinen Aufzug gab, schleppten die Zwillingsbrüder ihre Koffer und Rucksäcke zu Fuß die Treppen hinauf. Die Fenster des Treppenhauses zeigten in den Innenhof, in dem eine kleine Grünfläche sowie eine Bank zu sehen waren. Die Wohnung selbst war schlicht eingerichtet, aber bot den beiden alles, was sie für ihr kommendes Semester brauchten. Jeder hatte ein eigenes Zimmer mit einem Bett, Sessel und Schreibtisch sowie einem Kleiderschrank. Die Fenster zeigten auf die ruhige Friedrichstraße, die von Bäumen gesäumt war. Das Wohnzimmer hatte einen kleinen Balkon, auf dem ein Tisch mit 2 Klappstühlen stand. Die Essküche daneben war zwar recht klein, verfügte aber ebenfalls über einen kleinen Tisch und eine Eckbank. Außerdem gab es neben dem Badezimmer auch eine separate Toilette am Ende des Flurs. »Schön hier«, sagte Vanja und schaute sich um. »Ja, es ist alles da, was wir brauchen. Kochen können wir ja eh nicht wirklich, daher reicht die Größe der Küche völlig aus.« Anton grinste seinen Bruder an, dieser grinste zurück. Die beiden Zwillinge verstanden sich wortlos, denn sie hatten ihr Leben lang zusammen verbracht und kannten einander in- und auswendig. »Ich nehme dieses Zimmer hier. Passt dir das?« fragte Vanja. »Sicher, ich nehme dann das andere. Ich lege mich direkt eine Runde schlafen. Ich bin ziemlich müde. Unsere Einführung an der Uni ist um 15 Uhr. Lass uns schon eine halbe Stunde vorher los und den Campus erkunden.« Anton schob seinen Koffer in sein neues Zimmer, warf den Rucksack schwungvoll auf den Sessel und ließ sich auf sein Bett fallen. »Alles klar, bis später.« Auch Vanja beschloss, sich ein wenig auszuruhen. Er machte die Tür hinter sich zu und legte sich ebenfalls hin, um eine Weile zu dösen. Ja, das war das erste Kapitel. Wie hat es dir gefallen? Möchtest du noch mehr wissen? Dann bleib in den nächsten Tagen dran. Und ich würde mich natürlich freuen, dich bald im Romankurs begrüßen zu können und dein Deutsch auf das nächste Niveau zu bringen. Alle Infos sind in der Beschreibung unter diesem Video. Ich sag dann mal Tschüss, bis zum nächsten Kapitel, deine Julia.